Hallo meine Lieben, ich hatte kürzlich Geburtstag und habe mich riesig drauf gefreut, meine Freunde wiederzusehen. Und gerade weil ich mich so gefreut habe, habe ich allen ein Geschenk gemacht, so ein kleines. Ein Freund von mir meinte zwar, Tina, du hast da irgendwas mit den Geschenken falsch verstanden, aber naja, die Idee hat mir so gut gefallen, da dachte ich, ich zeige es euch mal, vielleicht habt ihr da auch Verwendung für. Und mehr dazu oder was es genau ist, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Kerze im Glas und da bringen wir eine Vinylfolie drauf. Ich zeige es euch hier als Foto, weil es ist schwierig, das Ganze hier umzukippen, um euch das zu zeigen. Deshalb dieses Bild. Und dazu machen wir dann auch gleich noch eine Tüte selber, wo ihr das Ganze dann hineinpacken könnt und die auch noch beschriften könnt. Und wie wir das Ganze machen, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist ein Glas, das ist ein Wegglas hier jetzt das Beispiel, was einen Deckel hat und Klammern zum Zumachen. Das muss nicht zwingend sein, ihr könnt effektiv auch nur ein Glas nehmen. Dann braucht ihr eine Kerze, so ein bisschen Füllmaterial und das könnt ihr farblich so anpassen, wie ihr das gerne hättet. Dann habe ich zwei Sachen schon geplottet, da komme ich noch dazu. Ich habe das eine aus einem matten Weiß geplottet und das andere mit einem glänzigen Weiß. Und eines davon, das glänzige, ist für aufs Glas und das matte ist für die Tüte, also quasi für die Verpackung dazu. Das heißt, wenn ihr die Verpackung nicht machen wollt, dann braucht ihr dieses Element nicht. Wenn ihr eben eine Verpackung machen wollt, dann braucht ihr hier noch ein Stück Packpapier. Das ist 53 cm mal 35 cm. Dann einen Boden für die Tüte, der ist 14,5 cm mal 10,5 cm. Und auch ein großes Geodreieck ist hilfreich. Flüssigkleber und Doppelklebeband, das ist für die Tüte beides auch oder die 4 Sachen. Dann, um das Ganze zu entgittern und aufbringen, braucht ihr einen Rakel und das Entgitterungstool. Eine Schere ist immer hilfreich und dann das Übertragungsmedium, je nachdem, was ihr da verwendet, um Vinylfolie zu übertragen. Was auch hilfreich ist, ist ein Küchentuch, einfach um das Glas möglichst so hinzulegen, damit es nicht herumrollt, wenn wir dann die Vinylfolie übertragen. Ich habe hier schon geplottet. Dazu, wie gesagt, sage ich euch gleich noch was. Ich entgittere das kurz, damit ihr das so ein bisschen besser seht. Was ich zu diesen beiden Sprüchen sagen wollte, ne? Also das hier ist für außen für die Verpackung, da habe ich Charlotte angewendet und das andere ist hier auch Charlotte und unten habe ich Hey Charlie, den Schriftzug genommen oder die Schriftart und per se Charlotte ist, das hat zwar hier am Ende diesen Schwung, aber diesen hier vorne, den habe ich angepasst. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr sowas machen könnt, dann guckt euch das Video an, was ich am Freitag hochgeladen habe. Ich verlinke das hier oben. Und was ich auch sagen wollte, ist, das hier passt jetzt von der Größe her auch für die Cricut Joy. Wenn ihr das mit einem Plotter macht, dann
passt es hier wunderbar von der Größe her, der kommt auch wunderbar klar damit. Wenn ihr das mit der Cricut Joy machen würdet, dann müsstet ihr das einfach in 2 Teile aufteilen. Aber ich wollte einfach nur zeigen, ihr könnt es wirklich wunderbar beides, also mit dem Brother Plotter machen oder auch mit der Cricut Joy. Jetzt bereite ich das schon mal vor fürs Übertragen, und zwar nur dieses Element, was ich fürs Glas verwende. Das heißt, hier habe ich einfach von meiner Übertragungsfolie ein Stück ausgeschnitten und es schon drauf geklebt. Und das muss ich jetzt mit dem Rakel noch ein bisschen festmachen, damit es hier wirklich an diesem Übertragungsmedium dran klebt. Und von der Größe her, falls ihr euch fragt, das gesamte Element hier ist 9 cm in der Höhe. Das heißt, ich gucke mir jeweils an, wie viel Fläche habe ich zur Verfügung. Und das sieht am besten aus. Hier sind es 9 cm und dann habe ich einfach geguckt, was ergibt es, wenn ich das im Verhältnis gleich behalte in der Länge, und das sind es ungefähr 16 cm und das passt dann auch wunderbar auf dieses Glas drauf. Weil ich werde das Weg-Logo werde ich hinten nehmen und hier den Spruch drauf machen. Jetzt probieren wir das schon mal zu lösen. Einfach drauf gucken, dass die Vinylfolie auf dem Übertragungsmedium haftet. Hat wunderbar geklappt. Und jetzt lege ich mir mein Glas so hin, wie der Schriftzug dann drauf kommt. Das heißt eben das Logo quasi jetzt mittig unten. Und da dieses Glas quasi eine Wölbung hat, ist es besser, wenn ihr den Spruch quasi oder den Spruch einfach die Übertragungsfolie einschneidet. Und zwar der Länge nach gucke ich einfach immer, dass so entlang der Zeilen, Achtung, nicht in die Schrift reinschneiden, aber so quasi entlang der Zeilen, dass ihr da so Streifen habt. Und wo ich es auch noch mache, ist hier unten bei den Zeilen, weil da habe ich schon eine sehr starke Wölbung. Jetzt eben das Glas, schön mittig. Und jetzt gucken wir, dass wir diesen Spruch gerade drauf bekommen. Da gucke ich einfach drauf, dass ich hier nur mal die Mitte ablege. Und dann kümmere ich mich zuerst hier um den Spruch oben. Lege den hin, beide Seiten. Dann quasi den zweiten Spruch oder die zweite Zeile. Und so gehe ich wirklich so Zeile für Zeile runter, damit das hier immer noch gerade liegt, trotz der Wölbung. Ja, voilà. Seht, hier hat es Falten drin, die Falten sind aber nur in dieser Folie, nicht in der Vinylfolie. Die Vinylfolie liegt flach auf dem Glas drauf und das streiche ich jetzt zuerst mit der Seite, die bezogen ist, und dann noch mit der harten Seite streiche ich das fest. Voilà. Und wenn das fest ist, dann kann ich anfangen, die Folie abzuziehen. Und ihr seht, das hat wunderbar geklappt, trotz dieser Wölbung im Glas drin. Einfach hier wirklich das jeweils so ein bisschen einschneiden, damit es dann auch besser funktioniert.
So, und jetzt können wir das Ganze auch schon befüllen. Das heißt, ich stelle hier die Kerze rein und dann mache ich von diesem Füllmaterial ringsherum rein. Dann können wir den Deckel drauf machen und die Clipser anbringen. Et voilà. Ich kann es jetzt nicht mehr super kippen, aber einfach guckt für euch, ne, was ihr farblich gerne habt. Ich habe jetzt hier eben eine hellblaue Kerze und dunkles Füllmaterial. Und so kann man diesen Schriftzug hier wirklich wunderbar lesen. Und das war auch schon das Glas. Ihr seht, es ist wirklich super schnell gemacht. Und jetzt kümmern wir uns noch um die Verpackung. Da nehmt ihr dieses Papier und auf der einen Seite kommt hier Klebestreifen dran. Oder Doppelklebestreifen, ich muss so sagen. Und zwar bringe ich das hier entlang von diesem Rand, wirklich schön bündig an den Rand ran. Dann könnt ihr das so zusammenlegen, dass in etwa die Überlappung hinten zu liegen kommt, also in etwa in der Mitte. Das heißt, ich lege mir das jetzt einfach mal so hin und gucke einfach, dass die Linien oben und unten schön abschließen, damit das Ganze hier auch gerade ist. Und dann gucke ich, wo muss ich das falten, damit dieses Klebeband hier schön auf diesem Papier zu liegen kommt. Es darf nicht drüber hinauskommen, weil sonst klebt hier die Tüte innen drin fest und das darf nicht sein. Also lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Und dann natürlich auch gerne wieder gerade. So, dann habe ich das auf beiden Seiten gefaltet. Und erst jetzt ziehe ich die Schutzfolie von diesem Doppelklebeband ab. Und auch nicht ganz, sondern ich mache das mal hier in der oberen Ecke. Lege den weißen Streifen so ein bisschen raus, lege das Ganze hier flach hin und streiche so quasi diesen ersten Punkt hier fest. Und jetzt kann ich ganz einfach stückweise das Band hier runterziehen und immer gucken, dass ich schön gerade liege. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Flüssigkleber machen. Ich mache den Rest auch mit Flüssigkleber, aber der Streifen finde ich am einfachsten, wenn man den kurz mit Doppelklebeband macht. So, und jetzt kommt das Geodreieck zum Einsatz. Jetzt nehmen wir hier unten, gucke ich, dass diese 12er Linie unten am Rand liegt. Und ich kontrolliere hier mit dem Streifen, dass es trotzdem gerade liegt. Und klappt das hier kurz ein bisschen hoch und streiche entlang vom Geodreieck mit dem Nagel das kurz durch. Und jetzt kann ich das nach oben legen und immer noch kontrollieren, bin ich gerade. Und dann legt ihr jeweils die beiden Ecken hoch bis an diese Linie. Das heißt, es muss hier in der Ecke schön abschließen und gerade entlang von dieser eben gefalteten Linie. Einmal. Und das auch auf der anderen Seite. Und dann klappt ihr die wieder auf und öffnet hier das Ganze und legt es so hoch, dass ihr diese Ecke, also diese Kante, die aus der Ecke kommt, dass die hier gerade auf der Linie abschließt, hier auch, ne?
Das heißt, die muss von hier gerade rüber gehen. Dann könnt ihr das hier feststreichen und hier. Dasselbe auf der Seite. Auch wieder Ecke schön hinlegen und dann hier gucken, dass das schön mit der Linie abschließt. Das feststreichen, das feststreichen. Und dann gehe ich hier von dieser Linie 5,5 cm hoch. Das heißt, ich gucke hier auf dem Geodreieck, wo sind die 5,5? Das ist hier und hier. So liege ich schön gerade. Und jetzt lege ich das hier um und streiche das so ein bisschen fest. Und dann seht ihr dann, wir haben hier eine Überlappung. Selber auf der anderen Seite, auch von der Mittellinie 5,5 cm. Auch diese Ecke feststreichen. Und dann können wir hier schon kleben. Und zwar auf der einen Seite müsst ihr wirklich, also die hier zuerst runterlegt, dass hier in der Mitte, dass ihr da keinen Kleber drauf macht, sondern nur auf dieses Dreieck und hier drüben auf dieses Dreieck. Dann könnt ihr das schon mal umlegen und festkleben. Ich streiche jeweils von der Mitte nach außen, einfach damit ich sicher bin, dass der Kleber da nicht nach innen reinfließt oder reinschmiert, sagen wir es mal so. Und dann können wir hier gucke ich einfach, ich habe hier eine Überlappung. Das heißt, hier oben kann ich Kleber auch in die Mitte bringen, ansonsten auch hier nur auf diesem Dreieck. So, dann haben wir quasi schon den Boden, das ist eigentlich auch schon alles, was wir jetzt kleben mussten. Und jetzt nehme ich wieder das Geodreieck und ihr seht auch diese Ecken hier, die sollten jetzt, wenn ihr diese Linie anguckt, bei 5,5 cm liegen. Das heißt, ich lege mir das Geodreieck hier hin, dass es gerade ist und knicke das hier auch ein, so dass ich hier diese Falzlinie habe. Dann kann ich das noch sauber falten. Und zwar auf beide Seiten. Und dasselbe auch auf der anderen Seite. Auch hier wieder 5,5 cm. So, und jetzt können wir das Ganze auch machen. Das heißt, ich lege hier das, was ich umgefaltet, wieder hoch. Und jetzt ist eine Kante, geht hier schon in die richtige Richtung, die andere nicht. Da könnt ihr den so ein bisschen nachhelfen, damit sich die in die richtige Richtung legt. Selber auf der anderen Seite, wir haben hier eine, die liegt richtig und dann eine, der müssen wir ein bisschen helfen. Und dann ist jeweils diese Mittellinie hier, die guckt auch in die falsche Richtung, der müssen wir helfen, damit die sich nach innen legt. Und jetzt nehmt ihr hier die Rückseite, wo ihr geklebt habt, und ihr geht quasi hier bei diesen Ecken, helft ihr dem so ein bisschen nach, damit es sich nach innen legt. Und dann können wir hier vorne auch noch den zweiten Spruch, also dieses für dich, was ich ausgeplottet hatte, draufbringen. Und so einfach habt ihr eine Tüte beschriftet. Und dann könnt ihr noch diesen Boden, ihr könnt den entweder nur hineinlegen, ich klebe den jeweils kurz ein bisschen fest.
Und dann habt ihr hier innen drinne auch einen festen Boden. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch heute als Idee zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!